Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget und heute schauen wir mal auf den Beta-Server, der gestern rausgekommen ist um 10 Uhr in etwa. Ja? Und wir haben es jetzt gerade, wo ich hier am Spielen bin, 22:50 Uhr, also es ist noch der erste Tag vom Beta-Server. Ich fand das Ganze auf jeden Fall interessant und wollte mir das natürlich nicht nehmen lassen, hier auch mal reinzuschauen. Das Ganze wird hier, wie gesagt, mit dem neuen Backend aufgespielt und das ist im Prinzip auch das ganze Feature dabei. Ne? Also es gibt keine neuen Sachen hier irgendwie im Ingame. Ja, es wird einfach nur getestet, wie das neue Backend so läuft und ob das überhaupt playable ist. So, als allererstes kriegen wir erstmal eine Message. Ja, wir sehen hier auch Open Beta links oben und hier unten, gut, da ist jetzt meine, da ist jetzt meine Cam davor, da steht einfach nur Beta. Ja, welcome to this Beta version of Shakes and Fidget. Gameplay works like on any other world server, with the only exception that the maximum level is 50 and you no longer gain XP after reaching the... Okay, das ist alles das, was wir schon letztes Mal hatten, also im Prinzip runtergebrochen. Es ist nicht möglich, hier sich Mushrooms zu kaufen. Wir bekommen aber welche, das werde ich gleich noch gucken, wenn wir unsere E-Mail validiert haben. Eine gewisse Anzahl an Pilzen bekommen wir, man kann nur bis Stufe 50 spielen, könnte noch erhöht werden in Zukunft. Es gibt keine neuen Features, außerhalb, dass das Ganze mit einer komplett neuen Programmiersprache im Hintergrund läuft. Und wir testen jetzt quasi aus auf dem Server, was hier noch so zu was für Fehler es kommen könnte. Es könnte ja auch sein, dass es den einen oder anderen lustigen Fehler gibt und ja, das Ganze könnt ihr auch zocken unter der Adresse beta.sfgame.net könnt ihr euch hier auch auf dem Server anmelden. Ich bin gespannt, wie viele Pilze noch gleich bekommen. So, wir nehmen mal keine Tipps an und das erste, was wir machen, ist erstmal die E-Mail validieren. So, wir sehen uns gleich wieder. So, wir haben jetzt gerade die deutsche Flagge eingestellt. Ich dachte, ich kann hier noch die Sprache irgendwie ändern. Ja, hier links oben, wenn man die E-Mail validiert, bekommt man 500 Pilze geschenkt zum Start. Damit können wir hier alles soweit ausprobieren, austesten. Ne? Also falls ihr auch mal just for fun einfach nur zocken wollt auf dem Server, ne, dann könnt ihr einfach auch die E-Mail validieren und bekommt einfach so 500 Pilze gut geschrieben, um Sachen hier auszuprobieren etc. pp. So, ich gucke nochmal ganz kurz, ob ich hier irgendwo die Sprache nochmal auf Deutsch stellen kann, weil das habe ich im Prinzip auch noch nie gemacht weiter. Und mal kann ich das hier, muss ich mal kurz auf meinem Main-Account gucken hier. Die Sprache, also die Flagge konnte ich einstellen, die E-Mail, Kennwort, Sprache. Ach so, hier ist das. Ach so, okay, gut. Also ist quasi nur auf Englisch. Diese Welt fehlt hier quasi. Ne? Also der Server ist einzig und allein hier auf Englisch. So, gut. Aber ich denke mal, damit kommen wir auch diese Folge zurecht. Ne? Hier ist ja soweit alles. Ja, also wir kennen uns ja aus. Ne? Gut, wir gucken mal, wie viele sind hier schon. Wir sind jetzt 2500 Leute. Ne, wir haben es jetzt 23 Uhr gerade und um 10 Uhr ist der Server heute gelauncht, ne, für euch jetzt gestern. Und genau, ein paar Leute sind hier schon drauf und haben getestet. Wir schauen mal auf die ersten, wie weit die sind. Ne. Man kann hier nichts großartig anfangen. Es gibt auch keine Wochenend-Events oder ähnliches so. Ne. Es ist einfach nur das pure Alu-Spielen. Mehr ist es nicht. Ne. Ja, und wir sehen hier halt die ersten Leute. Stufe 18 jetzt gerade, ne? Ich denke mal, es gibt bestimmt auch viele Leute, die noch Stufe 10 sind und heute Abend erst pushen werden. Ne? Ich bin mal gespannt. So, ansonsten schauen wir mal, ob wir hier ein paar Gilden kennen irgendwie. Sieht aber nicht so aus, ja. Ist ja einfach nur mal so just for fun. Und wie gesagt, eigentlich der Hauptaspekt von diesem Server ist halt, um zu testen, was halt so, also was hier halt für Fehler auftauchen, ne? Und wovon man hier, ja, also falls ihr auch irgendwie Fehler sehen solltet oder
ja, ihr irgendwas reporten wollt, dann empfehle ich euch dazu in den Shakes and Fidget Discord, in den offiziellen, reinzugehen, denn dort gibt es auch eine Rubrik, die kann ich euch mal zeigen. So, und zwar, wenn ihr hier runter geht, ist hier eine komplette Rubrik mit Beta-Server. Hier gibt es den Beta General Chat, dann gibt es hier einmal irgendwie noch eine Gildensuchfunktion und einmal die Beta-Bugs. Und hier könnt ihr auch reporten, falls ihr irgendwas in der Spieleversion finden solltet. Wie zum Beispiel jetzt hier sieht man gerade nicht die Waffe. Das ist anscheinend schon was, ja, was man hier so, ja, was auf jeden Fall mir auf den ersten Blick auffällt. Ihr könnt natürlich auch gucken, was alles schon reported worden ist. Dann braucht ihr nicht doppelt reporten natürlich, ne? Das ist ja auch so ein Ding. Und genau, ja, da denke ich mal nämlich, dass zum Beispiel sowas hier, dass der Kampf nicht angezeigt worden ist, ja, das könnte schon reported worden sein. Also deswegen guckt da auf jeden Fall mal vorher auch mal. Ne? So, ansonsten, ja, die Flimmerkiste, die soll wohl auch nicht funktionieren hier in der Version. Ne? Also da braucht ihr auch nicht weiter ja, nachschauen. So, die Timer stellen wir noch ein. Das ist einfach für meine, ja, für mein Gewissen hier. Und ansonsten gucken wir mal. Wir haben hier eine offene Gilde, die hier gerade angeboten wird. Da gehen wir jetzt mal zuerst rein, bevor wir hier noch mehr questen, ohne großartig... Ah, guck mal, jetzt sind 2 auf einmal. Ohne hier großartig eine Gilde zu haben. Gehen wir mal auf Join. Ja, hier sind ein paar Leute. Hallo. Ja, mal gucken. Was schreiben die so hier? Ja, ein paar Leute haben tatsächlich, das habe ich auch schon gelesen, die haben nicht 500 Pilze bekommen, sondern die haben irgendwie 1000 oder noch mehr Pilze bekommen irgendwie. Also da scheint es wohl auch zu Missverständnissen zu kommen irgendwie. Ja, und genau. So, jetzt können wir erstmal weiter questen. Warte mal, wir können natürlich auch ein bisschen was obwohl wir haben ja gar kein Gold. Stimmt. Haben wir hier schon irgendwie Leute, die schon, ja, ein paar Ausbauten haben wir tatsächlich schon. Das ist natürlich ganz nice. Also auf jeden Fall besser als vorher. So, 50er Mount haben wir am Start. Wir haben ja auch... Oh, haben wir unendlich Sanduhren? Weil, ja, ich immer noch 100 Stück habe. Oder ist das auch ein Bug vielleicht? Also Sanduhren gehen anscheinend nicht runter. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich würde euch auch bitten, ganz gerne mal von euch allen, ob ihr auch den Beta-Server ja, ausprobieren wollt oder ob ihr ihn schon ausprobiert habt. Ob ihr schon... Dicker, ich heiße doch Störzer hier. Ich heiße doch Störzer, ich bin nicht mal Dorzer hier auf dem Server. Der Name wurde mir schon geklaut. Soll ich jetzt einfach Nee schreiben? Lustig, ey. Ey, das ist lustig. In jede Gilde, wenn man mal auf irgendeinen Server geht oder so, irgendwie ist es immer das Gleiche. Aber es ist lustig. Ist auf jeden Fall lustig. So, ja, was können wir noch machen? Wir werden jetzt uns erstmal komplett unsere Alu durchskippen. Obwohl, ich muss mal gucken vorher, welcher Schlawiner von euch hier sich meinen Namen gegrabt hat. Hä? Warum gibt's den jetzt auf einmal nicht mehr? Dorza ist schon... wurde mir schon geklaut. Kleingeschrieben vielleicht, aber ist nicht auffindbar. Ja, gut, dann ist das so. Wir haben hier, das scheint mir irgendwie so die größte Gilde hier momentan zu sein, die auch relativ schnell erstellt worden ist. New Best Guild, ja, nice. Also vielleicht wollen ein paar von euch das auch ernst wissen hier auf dem Server, aber ob das jetzt nun so ja, schlau ist, weil der Server könnte natürlich auch jederzeit wieder geresettet werden, ne? Also auf jeden Fall soll er erstmal ein bisschen bestehen bleiben, um zu gucken, ja, wie das Ganze hier so funktioniert, wie das läuft. Oh. Ja. Lust, ist schon undercover hier am Start. Ja. Und genau, also es könnte halt jederzeit sein, dass der Server wieder geresettet wird, dass er gewiped wird, so, ne? Und ja, deswegen, ich finde die Situation gerade sehr lustig, muss ich sagen. So, ja, dann würde ich sagen, ja, begrüßen wir erstmal unser
neues Mitglied hier. Und ja, questen mal los, ne? Wir gucken mal, was wir hier so bekommen. Wir können ja hier alles überspringen. Uns sind Stufe 4. Ja, sehr nice. Ist auch lustig, mal das Ganze hier auf Englisch zu zocken irgendwie, weil es ist komplett ungewohnt, ne, wenn man es immer nur auf Deutsch spielt. Ja, ist das was ganz anderes, das Ganze mal hier auf Englisch mal zu zocken. Aber ich finde es auf jeden Fall ganz lustig. Und wie gesagt, für die Leute, die halt sonst immer Free-to-Play spielen oder halt nicht wissen, wie sich das anfühlt, mal einfach mit Pilzen um sich zu werfen, einfach mal mit Pilzen rumzusauen, was nur geht, so, ne? Oder für alle Verrückten, die einfach mal 500 Pilze beim Hütchenspieler setzen wollen, so, ne? Das könnt ihr jetzt alles hier auf dem Server natürlich auch mal ausprobieren, ne? Weil es gibt ja auch sehr viele Leute, die komplett ihr Leben lang Free-to-Play spielen oder noch nie irgendwas aufgeladen haben an Pilzen. Huch, jetzt habe ich hier was übersprungen, wollte ich gar nicht. Mal Intelligenz hier lieber. Und ja, das ist eure Chance hier auf dem Server, einfach mal mit den Pilzen das zu machen, was ihr wollt, ohne Echtgeld dafür zu bezahlen. Und das finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Ich finde es generell auch sehr nice von Playa, muss ich sagen, dass die jetzt so ein bisschen in die richtige Richtung gehen, weil so eine Beta-Server wurden sich halt auch extrem krass gewünscht, wo die Community oder halt fähige Leute, sag ich mal so, ja, warte mal, wir stecken mal was in die Gilde hier. So, natürlich auf Intelligenz gehen wir hier, zack. Gut, und dann gehen wir mal einen auf Gold hier, damit das ein bisschen ausgeglichen ist. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Wunsch, der, ja, das wurde sich lange von der Community herbeigewünscht, so, ne, dass sowas kommt, damit man halt zukünftige Updates, bevor sie halt rauskommen, ja, bugfrei spielen kann, weil bei den letzten Updates war es halt sehr häufig so gewesen, die kamen halt raus, siehe zum Beispiel auch der Arena Manager etc. pp. Oder halt auch viele andere Sachen, die einfach rausgehauen worden sind von Playa Games, ohne irgendwie oder ohne dass das Gefühl da war, dass sie selbst ihr eigenes Spiel testen. So. Und deswegen jetzt natürlich, na klar, man kann natürlich auch sagen, so ein Backend, also eine neue Programmiersprache, also das Game besteht ja jetzt schon seit 12 Jahren und seit 12 Jahren benutzen die immer noch dieselbe Programmiersprache Basic wie damals so, ne? Und darauf halt neue Sachen umzuschreiben und neue Sachen zu programmieren, ist halt heutzutage wirklich sehr schwer. Das wurde ja auch im Livestream gesagt, dass die immer noch im Dino-Zeitalter leben, irgendwie was das angeht. Und genau, so ein neues Backend kann halt nicht einfach so auf die Server gelauncht werden, sondern muss halt auch erstmal gründlich durchgetestet werden. Deswegen ist das wahrscheinlich auch ein guter Anlass, diesen Server hier ja, ins Leben zu rufen. Aber ich würde mir halt auch wünschen, ganz gerne, dass nicht nur bei dieser großen Sache hier, wie diesem neuen Backend, was getestet wird hier auf dem Server, dass nicht nur bei dem hier ein Beta-Server rausgeklatscht wird, sondern auch bei jedem neuen Update, was eventuell rauskommt. Gut, es muss jetzt nicht unbedingt jedes Update so gespoilert werden, in dem Sinne, dass es vorher auf dem Beta-Server oder so rauskommt und dann ja, müsst ihr halt zusehen. So, ne? Und dann wurdet ihr halt durch den Beta-Server schon gespoilert. Das will ich damit nicht sagen, das muss nicht sein. Allerdings halt so eine Sachen, die, ja, weiß nicht, im Hintergrund ablaufen, wo man halt sich unsicher ist. Oder es können ja selbst die Spielemacher selbst, das muss ja nicht immer die Community sein oder ein paar Ausgewählte aus der Community, die man dann dazu holt und dann schaut, jo, das muss hier noch gemacht werden, das muss da noch gemacht werden, bevor es auf die Server gelauncht wird und ja, man den Leuten dann halt ihrem Schicksal dann quasi überlässt. Genau. So, wir sind jetzt Stufe 10 tatsächlich und jetzt wird es halt Zeit, ne, es ist halt wie ein normaler Serverstart auch, jetzt wird es halt Zeit, dass wir uns erstmal ein bisschen ja, equippen, ein bisschen ausrüsten, gucken, dass wir ein paar gute Sachen vielleicht bekommen hier
eine schöne Waffe oder so mit Strength. Ja, wäre auf jeden Fall ganz nice. Ein paar neue Schüchchen, Hütchen brauchen wir auch noch. Ja, und dann gehen wir rein in die Ehrenhalle. Also es wird, denke ich mal, heute ein längeres Video. Werden uns ein bisschen hochfarmen und genau, werden versuchen, unser Dings zu finden hier. Warte, das werden wir mal zuerst machen. Wir werden hier mal das Ding holen. Zack. Den Ausdauertrank. Und dann werden wir mal gleich hier nach dem Sammelalbum blättern. Ne? Damit wir... Ah, nice. Hier haben wir ein Strength-Item. Und dann blättern wir mal weiter. Mal schauen, wie viel Glück wir haben mit dem Sammelalbum. Ist so total ungewohnt, jetzt hier halt alles Englisch zu lesen. Ah, aber ich sehe gerade, die Sanduhren werden tatsächlich doch abgezogen. Schade eigentlich. Der hat 5 Strengths, das ist das, was Intelligenz und gut, ein Zweier-Attribut. Strength 7. Also es hat Dexterity nochmal, umso mehr. Gut, dann nehmen wir das hier. Das können wir schon mal trinken. Zack. So, und ich bin immer sehr langsam, was das angeht. Also ich brauche auch lange bei so einem Serverstart. Tatsächlich. Und ja, deswegen brauche ich auch denn an dem Tag auch besonders viel Zeit. So, okay, das ist sogar noch besser. Aber ich will jetzt nicht so viel Gold ausgeben, tatsächlich. So, wir schauen erstmal primär, dass wir hier das Sammelalbum kriegen. Das ist mir erstmal das Wichtigste. Und alles andere wird sich dann halt noch mit der Zeit auch noch ergeben hier. Und vielleicht noch ein Stärketrank, das wäre auch noch ganz cool, wenn wir den auch noch kriegen hier. Da haben wir das Sammelalbum, das kostet nämlich auch schon 25 Gold. Stärketrank können wir uns reinknallen, so. Und dann gehen wir mal in den Waffenladen nochmal rein. Suchen hier nach einer schönen Rüstung. Schönen Helm vielleicht mit Stärke und Ausdauer, das wäre ganz nice. Die Schuhe, die sind auf jeden Fall top-notch. Die sind sehr, sehr krass. Also die werden wir uns auf jeden Fall grabben, würde ich sagen. Damit wir hier schon mal ein bisschen besser aufgestellt sind. Das ist nämlich genau das, was wir brauchen. Stärke und Constitution, also Ausdauer. Ne? Die Pilze sind uns ja egal in dem Moment, ne? Weil sind ja in dem Sinne nicht unsere Pilze. Ne? Deswegen können wir ja damit rumasen. So, und jetzt suchen wir mal eine schöne Waffe hier. Strength und Luck ist ganz okay, aber Strength und Constitution wäre halt noch besser. Vielleicht noch ein neues Schild oder so. Hut brauchen wir auf jeden Fall noch. Das ist ganz schlecht. Und dann schauen wir mal weiter. Oh, das könnte eine gute Waffe sein. 9 bis 15 ist keine gute Spanne. 9 bis 15 ist halt, ja, weiß ich nicht so gut. Also da gibt es deutlich bessere Waffen vom Durchschnittsschaden her. Strength und Luck, die ist ganz gut, die Waffe eigentlich. Mal gucken. Armor, Intelligenz, ne, aber wir blättern mal weiter. Wir haben ja die Pilze, ne? Wir haben es ja. So, Strength, okay, das ist, ja, nur Strength ist auch okay. Können wir tatsächlich auch machen. Da muss nicht immer beides am Start sein. Wenn da das Hauptattribut mit dabei ist, ist das vielleicht auch eine ganz coole Sache. So, schauen wir mal, wo war es jetzt? Strength. Boom. Okay, gucken wir noch nach einer schönen Waffe und einem Brustpanzer vielleicht noch. Oh, der ist heftig. Gut, den müssen wir uns holen. Ja. So. Das ist natürlich auch nicht die ideale Strategie, wie ich hier jetzt natürlich vorgehe. Ne? Also, wenn ihr einen perfekten Serverstart spielen wollt, dann bitte daran kein Beispiel nehmen. Da solltet ihr zuerst das Sammelalbum bevorzugen, bevor ihr hier nochmal im Shop hier großartig rumblättert. Aber ich blätter jetzt nur noch nach einer Waffe, weil das ist natürlich alles Alu, die könnt ihr schon mit einem besseren Sammelalbum spielen hier. Ne? Deswegen, ja, macht das lieber auf jeden Fall. Aber wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, weil es ja halt auch nachher kurz vor 0 Uhr ist. Deswegen, ja, wird das halt auch ziemlich knapp von der Zeit her. So, wir suchen jetzt nur noch nach einer schönen Waffe. Strength, ja, Damage ist ganz okay. Ich würde zwar lieber eine Waffe nehmen mit 2 Attributen tatsächlich als ein Attribut. Aber bis wir hier was finden, dauert das bestimmt nochmal ein bisschen. Deswegen gönnen wir uns jetzt die Waffe einfach. Vielleicht finden wir noch ganz coole Handschuhe und einen Gürtel. Okay, dann suchen wir jetzt noch nach einem Strength. Nee,
Da gibt es bessere. Gürtel und Handschuhe suchen wir jetzt noch. So, Handschuhe, Intelligenz, nö. Oh, hier haben wir nochmal mit Strength nochmal was. Da gehen wir doch nochmal rein. In die Olga. So, wie gesagt, das ist alles Alu, die könntet ihr schon hier mit Dings spielen, mit besserem Sammelalbum. Deswegen, ja, nehmt euch da, wie gesagt, kein Beispiel dran. Okay, ein bisschen Gold brauche ich noch. Warte mal, wir können das Ding auch verkaufen hier. Okay, das gibt noch nicht so viel Gold hier. Was sagt das Schwert? Oh, Spanne ist halt sehr nice, ne? Aber wir haben jetzt eine einigermaßen gute Waffe. Von daher alles cool. So, dann nehmen wir nochmal die besseren Handschuhe. Zack. Und gucken jetzt nochmal nach dem Gürtel. Am besten auch mit... Ja, nehmen wir einfach den Strength-Gürtel. Da brauchen wir auch nochmal ein bisschen Gold. Ja, für alles brauchst du Gold hier. Und dann werden wir gleich uns durch die Ehrenhalle skippen ein bisschen. Ne? Also ich werde hier jetzt nicht aktiv lange auf dem Server spielen. Das werde ich nicht machen. Ich werde halt nur den ersten Tag so ein bisschen testen, was hier abgeht so, ne? So, jetzt haben wir das. Jetzt können wir noch ein bisschen hier reingehen und ein bisschen hier rein. Ja, und dann würde ich sagen, ja, füllen wir mal das Sammelalbum auf unsere ganz eigene Art und Weise. So, weil wir haben ja die Pilze am Start, deswegen können wir machen, was wir... was wir wollen. Der hatte jetzt nicht so viele Items gehabt. Und genau. So ähnlich würde es halt auch an einem Serverstart aussehen, wenn ihr Tryhard spielen wollt. Nur hätte ich da jetzt nicht so viel Alu ausgegeben wie jetzt, sondern ein bisschen weniger. Aber ich hatte halt, oder ich würde mir vielleicht den Greifen holen oder so, keine Ahnung. Um halt, genau, um halt die Gegner in der Ehrenhalle hier ein bisschen besser abzufarmen, solltet ihr euch... Strider Noob, ey. Wo sind wir denn jetzt am Platz her? Wir haben 113 Items, das ist doch schon mal ganz nice. Einfach nur durch ein bisschen Farme hier. Und okay, jetzt verlieren wir sogar die Fights hier. Deswegen gehen wir mal in den 1000er Bereich. Gehen wir mal hier durch. Hier haben die Leute fast keine Items. Aber es sind natürlich easy nochmal Futter für uns, für unser Sammelalbum. Ne? Und genau. Den habe ich jetzt, glaube ich, zweimal angegriffen. Und so ähnlich solltet ihr das auch machen. Ne? Bisschen euer Sammelalbum pushen bis vor 0 Uhr. Ne? Wenn ihr Level 10 erreicht habt. Okay, den greifen wir jetzt nicht an. Und ja, das ist eigentlich das Beste, was ihr machen könnt. So. Dann können wir nochmal gucken. Wir können nachher auch nochmal in den Dungeon rein, wenn wir den Key gefunden haben. Nochmal plus 46. Wir sind jetzt schon hier 389er Bereich. Wir gehen mal auf die... Wir gehen mal in den Bereich rein. Hey. Warum geht das jetzt nicht von der Stufe her? 1000. Gut, gehen wir nochmal ein bisschen weiter runter. Ja. Und das ist halt das Coole. Das kann man mal so testen, wenn man mal irgendwie Tryhard, wir gehen mal ein bisschen höher, einen Server mitstarten will so, und dann kann man mal auf dem Beta-Server hier mal so einfach mal einen Test-Run machen, weil, wie gesagt, die Pilze sind ja eh geschenkt und ihr könnt euch einfach so durchtesten, wie es halt auf einem richtigen Server wäre vom Serverstart. Ach komm, greifen wir unseren Gildenmate an. Ne? Und von daher eigentlich eine ganz coole Sache. So, wir haben es jetzt 23:15 Uhr. Ein bisschen können wir noch die Leute abfarmen, bevor wir hier nachher auch wirklich leveln. Ne? Und dann schauen wir mal, wie weit wir hochkommen. Wie gesagt, ich habe ja jetzt nicht so viel Zeit gehabt, jetzt hier großartig viel zu machen, weil ich halt auch eben erst nach Hause kam. Deswegen, sonst hätte ich den Beta-Server schon ein bisschen früher angefangen zu zocken. Ja, wir gucken mal, was die Leute so schreiben hier mittlerweile. Ja, okay. Okay, interessant. Ja, ist auf jeden Fall ganz cool, weil die Leute, die jetzt hier auf dem Beta-Server tatsächlich sind, das sind halt auch wirklich die Leute, die sehr tief in der Materie drin sind, würde ich mal so einfach sagen.
weil ich glaube nicht, guck mal hier, Red Fox, wenn das die ist, Grüße gehen raus, weil ich glaube nicht, dass der Beta-Server großartig promotet worden ist, außer, ach komm, also was ist das denn, außer im Discord jetzt großartig. Kann sein, dass die im Forum was geschrieben haben, aber ich weiß nicht, ob die auf Instagram oder Facebook oder Twitter den irgendwie großartig angepriesen haben, den Server. Also das ist wirklich für Leute, die hier wirklich im Game drin sind und halt auch ja, wissen, was sie machen, mehr oder weniger, um halt die Sachen zu reporten, wo denen halt auffällt, das weicht jetzt aber hier gerade von der Norm ein bisschen ab. So. Und wie gesagt, dafür soll ja auch der Server nachher unterm Strich da sein. Digga, ich greife für Leute an teilweise, die haben gar keine Items drin. Warum machen die denn sowas hier, ey? Da muss doch auch nicht sein. So. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, ist das eine gute... Oh, Bro, warum ziehen die sich denn alle aus jetzt? Ey, also das ist ja wirklich... Ja, um mich zu ärgern. Na, ich hätte zu spät gesehen. Ja, ich bin mal gespannt, wie viele Items wir jetzt bekommen haben mittlerweile. Ja. Plus 171 nochmal. Wir haben jetzt innerhalb von ein paar Minuten das Ding hier auf 16% hochgejagt. Das ist natürlich eine ganz nice Sache. Wir gehen ein bisschen rein in Ausdauer, ne, um hier ein bisschen das Verhältnis auch zu wahren. Ja, mal gucken, was schreiben die Leute. Okay. Mal schauen, wie sieht es auf Platz 1 aus. Zack. Boom. Ja, die Leute. LOL, Alter. Ey. Heime Barbie Girl abonniert Hanrisse, abonniert Dorz, abonniert Paul Terra. Kuss geht raus an dich, mein Bester, ja. Coole Sache. Eieiei, das klingt mir aber verdächtig nach Paul Terra hier. Wir haben ja W50 Rating Room noch am Start hier. Und SF Tavern haben wir auch noch hier. Cool. Gehen wir mal hier rein. Ah, guck mal, da ist auch der Paul Terra am Start. Und der Breezox hier und der Gerät, okay. Alles Leute, die man natürlich kennt hier. Ja, sehr nice. Mal gucken, wie sieht es bei Paul auf. 30er SA gepusht hier. Ja, sehr nice. So muss das sein. Ja, wir machen auch noch ein bisschen weiter, bevor wir jetzt gleich die Alu durchgehen. Wir gehen mal, wir waren jetzt eben bei 700 so ungefähr, ne? Okay, ja, machen wir mal hier weiter. Wir gehen mal noch ein bisschen höher, bis wir nachher die Leute nicht mehr großartig geschlagen kriegen. Dann müsstet ihr halt ein bisschen Alu zocken, ja, bis ihr vom Level her ein bisschen stärker seid, ein bisschen bessere Skills habt und so weiter und so fort. Und dann macht ihr halt wieder das Gleiche, ne? Also wenn halt euch Pilze wirklich nicht jucken, so, ne? Und das Ding ist, oh, jetzt kommen wir langsam kritischen, ne, der war gerade hart gewesen. Und das Ding ist, das ist halt eine gute Taktik, so, um das Sammelalbum schnell zu füllen, ne? Ist halt ein bisschen pilzintensiv, aber ja, mein Gott, das macht ihr einmal, dieses, der hat schon einen Goldrahmen, Alter, WTF. Ja, moin. Also da müssen ja wirklich Leute mehr als 500 Pilze zum Start bekommen haben, wenn er sich einen Goldrahmen gezogen hat. Weil, wie gesagt, die Leute können ja hier nicht aufladen auf dem Server. Deswegen, wo soll der die 500 extra Pilze nochmal herhaben? Weil so ein Goldrahmen kostet ja ein Taui an Pilzen. So. In dem Bereich waren wir schon mal. Ja. Wir sind jetzt auch gleich fertig hier mit Durchfahren. Langsam verlieren wir die Fights hier, tatsächlich. Ja, hin und wieder mal. Manche sehen auch gut aus. Der war wieder knapp gewesen. Aber noch geht's. Ja, teilweise sehr close Kämpfe hier. Okay, da haben wir einmal verloren. Gucken wir nochmal. Oh, jetzt verlieren wir hier. Ja. Und da sind wir auf Rang 300. Wir waren aber schon viel höher. Wir sind, glaube ich, was war das, 171 Plätze oder so abgestiegen. Das heißt, wir waren schon ja, in den 230ern irgendwo vielleicht oben, ne? Und wir können natürlich auch noch ein bisschen höher. Aber auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal ein bisschen Alu zocken. Wir haben jetzt einen 18er SA und werden jetzt ein bisschen spielen hier. Also ihr merkt schon, das wird wahrscheinlich auch ein längeres Video werden heute. Aber ich möchte den Server auf jeden Fall ausgiebig mal testen, zumindest den ersten Tag, mit allem, was dazugehört. Und da haben wir auch den ersten Dungeon Key, das ist sehr nice. So, jetzt gehen wir ein bisschen auf Ausdauer, zack.
und können mal gucken. Da haben wir den ersten Gegner auch besiegt. Was bekommen wir hier? 666er Item gegen 14 Strength. Würde ich tatsächlich noch nicht... Oh, ein Pilz. Achso, nee, das musst du, glaube ich. Mal schauen, wie sieht es hier aus gegen den Gegner. Wird schon schwieriger. Ja, okay. Da müssen wir noch ein bisschen ein paar Skills zulegen. Ich würde am Anfang eher auf Erfahrung gehen als auf Gold. Großartig. Ich glaube, das lohnt sich nicht zu doll, hier am Anfang auf Gold zu gehen. So, wir können vielleicht noch ein Upgrade nochmal hier in Intelligenz reinbuttern. Das ist nochmal ganz wichtig vielleicht. Ne? Wir haben ja auch hier keine Starterpakete zum Anfang. Ne? Das zählt halt auch mit dazu. Ansonsten bei einem regulären Serverstart könnt ihr halt euch noch ja, eben über diese Pilzpakete noch bessere Boni finanzieren, mehr Gold natürlich auch und so weiter und so fort, was ihr dann gleich in die Gildenkasse stecken könnt, ne? Ist natürlich auch ganz klar. So, wie haben wir denn jetzt hier? Basis 25 zu 48, okay. Gehen wir jetzt mal weiter auf Strength, damit wir im Dungeon ein bisschen besser vorankommen, denn Schaden ist bekanntlich natürlich besser als Damage, ne? Und ich gehe mal weiter auf Erfahrung, kriegen nebenbei ein bisschen Gold reingescheppert hier. So, und gucken mal, was der Gegner jetzt sagt. Da haben wir ihn besiegt, sehr nice. Und bekommen eine schöne Brustplatte hier, ja. Nochmal viel mehr Armor mit dabei, das ist natürlich sehr nice. Verkaufen wir direkt. Das Ding würde ich, glaube ich, nicht anziehen. Das verkaufen wir auch mal. So, und stecken hier weiter in Strength was rein. Mal schauen, wie sieht der nächste Gegner aus. Ist noch nicht so wirklich machbar, ne? Also, ja, wie gesagt, nehmt euch da jetzt kein Beispiel dran an mir. Ich spiele den Serverstart jetzt sehr lazy hier, ne? Also sehr, sehr entspannt. Ich werde jetzt hier nicht großartig auf die beste, auf Biegen und Brechen hier tryharden, weil, wie gesagt, geht ja auch gar nicht, weil ich gar nicht die Zeit vorher großartig hatte. So, Strength. Was hatte ich denn vorher hier? Mehr Strength und Dex. Ja, ist ein geiles Item an sich eigentlich. Tauschen wir das mal. So. Abend. Ich könnte natürlich auch mal die ganzen Pilze vergambeln, aber ich finde, so macht es irgendwie mehr Spaß. Gut, hätte ja auch sein können, vielleicht, dass der eine Typ mit dem Goldrahmen eventuell auch seine Pilze beim Hütchenspieler gesetzt hat, aber ich glaube, das wäre dann nicht möglich, sich den Goldrahmen damit zu kaufen, weil ich glaube, den Goldrahmen kann man sich nur mit gekauften Pilzen tatsächlich holen und nicht mit ergambelten Pilzen oder mit Pilzen umsonst oder so. So, haben wir jetzt hier Damage, Strength 15, was hatten wir hier? Jo, wir könnten jetzt auch nochmal im Shop nochmal blättern hier, das ist natürlich auch eine Option, die uns immer 10 und 11 hatten wir hier, was war die Waffe? Okay, dann ist sie sogar besser. Ich würde euch immer empfehlen, dann im Shop das zu holen, weil hier könntet ihr euch eine Waffe holen oder irgendwas, was ihr eventuell gar nicht wollt und dann geht lieber auf Erfahrung, als irgendeine Waffe zu nehmen, die ihr so oder so aus dem Shop finden könnt, so, ne? Wenn ihr denn bereit seid, das Geld dafür zu investieren. So, weiter geht's. Mal gucken. Oh, der sieht schon gut aus, der Gegner hier. Nice, da haben wir den auch down. Mal gucken. Gleich mal schauen, was der nächste Gegner sagt hier. Komm, let's go. Okay, der will natürlich noch nicht. Wir schauen mal vielleicht in die Arena. Mal schauen, dass wir da auch unsere Kämpfe, obwohl das machen wir nachher am Ende des Tages. Wir trinken mal noch mehr Bier. So. Und, ja, gucken wir einfach weiter. Achso, der Gegner hatte eben nur mit der bloßen Faust gekämpft. Das hatte mich eben gewundert gehabt, wo das herkam jetzt hier. Wir gehen weiter auf Erfahrung, sind Stufe 15, sehr cool. Wir könnten jetzt auch nochmal, weil wir sind ja jetzt schon ein bisschen stärker geworden, können wir jetzt nochmal in der Ehrenhalle natürlich nochmal ein bisschen vielleicht aufräumen. Wir waren ja in einem, wir gehen mal in den 400er Bereich, mal schauen. Da gibt es natürlich nochmal andere Items, als in dem Bereich, wo wir vorher waren. So, das heißt, hier haben wir auf den Sack bekommen. Das heißt, wir können uns hier nochmal andere Gegenstände holen, als das, was wir uns zuvor geholt haben für Gegenstände natürlich, ne? Okay. Hier sind viele Leute, merke ich gerade noch,
deutlich besser. Gut, Battle Mage eh immer stärker. Okay. Ja, jetzt kriege ich es hier aber ganz schön aufs Maul hier. Okay. Das lohnt sich noch nicht so. Wir müssen noch ein bisschen weiter runter. Vielleicht hier in dem Bereich nochmal ein paar Items holen. Bisschen das Sammelalbum aufwerten. Ja, hier sieht das nochmal ein bisschen besser aus. Hier bekommen wir nochmal ein paar Prozente mehr. Ne? Der Beno ist hier auch am Start. Also es sind ein paar Namen auf jeden Fall, die man hier kennt, auch aus der Community. Ne? Das ist auf jeden Fall immer sehr cool zu sehen. So, ja, hier kriegen wir nochmal ein paar saftige Prozente rein hier. Ja, sehr nice, sehr nice. Macht auf jeden Fall Spaß mal, so ein bisschen unbeschwert zu pilzen. Das kann ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben, das mal auch zu machen hier. Ne? Wenn man schon die Chance hat und kostenlose Pilze bekommt, kann man das auch gerne mal nutzen und austesten. Ne? Weil im Prinzip, ja, tut es ja nicht weh, weil sie sind eh umsonst. Gut. Ja, wir sind wieder 200 Plätze. Oha, wir waren, glaube ich, schon relativ weit oben gewesen. Ja, mal gucken. So, wir schauen weiter. Wir skillen erstmal wieder ein bisschen. Zack. Wir haben es jetzt 23:27 Uhr, also es wird jetzt langsam ein bisschen knapper. Wir sind auch schon bei 37 Minuten tatsächlich. Okay, das ist ja ein halber Livestream hier, der Server heute, aber gut. Oh, wir können deutlich bessere Sachen finden. Ich würde mal sagen, wir machen noch ein Level up. Und dann, ja, gucken wir nochmal nach besseren Items vielleicht. Oder wir, ja, weiß nicht, so viel bringt uns der Dungeon ja auch nicht. Ich hätte jetzt nochmal nach besseren Items geschaut, um den Dungeon zu legen und nochmal ein paar Erfahrungen mehr zu bekommen. Aber im Prinzip so viel gibt der Dungeon jetzt auch nicht mehr an Erfahrung. Großartig. Und dann überlege ich lieber, meine komplette Alugrad zu spielen. Um, ja, mich schlussendlich nochmal ein letztes Mal denn richtig gut zu equippen. Wir haben jetzt noch 10 von 10 Alu. Wir sind gleich durch mit der kompletten Alu. Wir schauen nochmal hier rein. Okay, das wird knapp. Ja, wir spielen jetzt unsere komplette Alu mal runter. So. Zack. Wir haben jetzt ein bisschen Gold auf Tasche. Und können nochmal gucken, was wir hier so bekommen für Items. Ja. Wir können uns nochmal ein bisschen upgraden. Das heißt, wir können jetzt auch Dr. Abawuwu drehen. Das gibt nochmal deutlich mehr Gold. Okay, das war sogar auch hier die tatsächliche Mission hier vom heutigen Tage. So. Wir haben hier Strength. Okay, das ist ein guter Helm. Den nehmen wir uns mit. Dann gucken wir mal nach einem... Okay, das ist noch der Epic Brustpanzer. Oh, Strength 12. Deutlich mehr Armor. Was auch wichtig ist. Ne? Am besten zum Anfang wollt ihr immer 2 Attribute haben und nicht dieses ein Attribut-Ding hier, weil das bringt euch overall natürlich mehr. So, sowas wie das hier, Strength und Constitution, also euer Haupt- und Nebenattribut ist hierbei immer wichtig. Das Schild nehmen wir rein. Haben wir bisher Glück. So, Strength und, was ist das hier? Strength 0, Dex, achso, das brauchen wir nicht. Vielleicht haben wir Glück und kriegen noch eine coole Waffe oder sowas hier noch, das wäre noch ganz nice. Schauen wir mal. Okay, also viel mehr Strength nicht, aber vielleicht geht rechts raus vom Schaden her noch ein bisschen mehr. Wir gucken mal, Strength. Ja, ist nicht deutlich, nicht viel besser auf jeden Fall. Aber wir können unsere Armor nochmal deutlich erhöhen. Mit dem richtigen Item natürlich, ne? Jo, machen wir das hier. Boom, Armor, auch wichtig zum Anfang, vor allen Dingen als Krieger. Könnt ihr sehr stark von profitieren auch. Ja, na gut, natürlich mit jeder Klasse wichtig, aber als Krieger bekommt ihr halt deutlich mehr Armor auch zum Anfang. So, gute Schuhe wären noch ganz nice. Strength, okay. Ja, die ist nicht deutlich besser, die Waffe. Aber die hat eine geilere Spanne, deswegen nehmen wir die einfach mal. So. Und dann schauen wir nochmal, ob wir vielleicht nochmal gute Schuhe bekommen. Mit ein bisschen mehr Armor vielleicht und dem richtigen Attribut. Ja, das war schon fast das gewesen. Schüchen. Da ist nochmal deutlich mehr Armor rauszuholen natürlich.
Oh, ich habe gerade gesehen, eine 50er Spanne ist natürlich auch saftig, ne? So. Also hier hätten wir jetzt unsere Dexterity, also unsere beiden Hauptattribute, aber ihr seht, da ist noch deutlich mehr an Armor möglich. Muss man auch immer drauf achten, ist nicht zu verachten, ne, zum Anfang. Mal schauen, ob wir noch was finden hier. 128 Pilze haben wir noch. Wir schauen weiter. So, was haben wir hier? Armor. Sehr viel Armor, aber halt keine Strength, nur Constitution hier. Ist von den Attributen her natürlich ein Verlust. Das möchte ich natürlich auch nicht. So, Dexterity. Nö. Wir gucken weiter. Nein, das wollen wir nicht. Gucken nochmal. Schuhe. Ich muss mich wirklich immer sehr konzentrieren hier bei den Sachen. Das ist gut. Hier hätten wir jetzt unser Traumpaar, ja, unsere Sneaker. Es geht noch mehr Rüstung, aber wir haben hier unser Hauptattribut beides drauf. Das, was... Ah, nee, das ist Dex... Ja, ich muss da immer so drauf achten, Alter. Das ist ja nicht das, was ich brauche. Holy shit, ey. So, Strength und Luck ist auch nicht verkehrt. Aber es geht natürlich noch besser. So. Nein, ist nicht das, was wir wollen. Wir haben 117 Pilze noch. So schnell gehen sie nicht weg. So. Es ist jetzt 23:32 Uhr momentan gerade. Was haben wir hier? Luck. Nee, es geht noch besser. Ich will mein Traumpaar will ich haben. Meine Traumsneaker. So, und dann müssen wir auch noch mal im Zauberladen ein bisschen gucken. Dexterity, ja. Aber keine Ausdauer leider. Alter, das hat viel Rüstung, aber leider Intelligenz, ey. Ja, das ist so das Ding, ne? Hier kann man halt viele Pilze lassen, so, ne? Das ist halt, ne? Da muss man gucken. So. Wieder keine Constitution mit dabei. Das ist halt wirklich sehr schade, ne? So, hier haben wir nochmal Strength. Nein. Können wir nichts mit anfangen? Nope. So, hier vielleicht. Auch nicht mit bei. Intelligenz brauchen wir schon gar nicht. Nope. Wir machen weiter. Wir sind bei 100 Pilzen angelangt. Ein bisschen möchte ich mich auch in der Ehrenhalle noch hochkämpfen. Also die nächstbesten Schuhe nehme ich dann hier. Strength. Gut, wir verlieren Constitution. Das ist schade. Aber können wir nichts machen. Die Rüstung ist da deutlich angenehmer hier. Ja, da müssen wir jetzt halt drüber stehen. So. Gucken wir nochmal hier, was wir hier bekommen. Hier haben wir ja bei den Items oftmals keine Rüstwerte mit dabei. Also die sind nicht ganz so entscheidend. Constitution haben wir hier plus 18, ist natürlich strong. Ja, auch hier natürlich das Doppelattribut wieder besser, aber bevor wir uns hier totblättern, nehmen wir lieber das mit, was wir haben denn. Ne? So, und dann gucken wir nochmal, ob wir hier noch das ein oder andere saftige Item finden, bevor wir uns dann ein bisschen in der Ehrenhalle hochfarmen. Oder es zumindest versuchen. So, wäre hier noch Constitution mit dabei, ne? Das wäre halt Traum. Aber leider haben wir das nicht. Strength, ne, Intelligenz. Wir gucken weiter. Nein, das ist auch leider nicht das. Ich glaube, so doll fündig werde ich jetzt hier nicht mehr werden. Ja, mit den Dingern kann ich auch nicht mehr so viel anfangen. Wir gucken weiter. Strength. Constitution wäre halt geil, aber gut, ich glaube, so viele bessere Items werden wir hier nicht mehr finden. Was haben wir denn hier noch? Ja, einen Gürtel brauchen wir eigentlich noch. Einen guten Gürtel. Wäre noch ganz nice. Der ist noch nicht so cool. Aber ansonsten, der Ring ist halt auch... Ist auch nicht so dolle, so pralle irgendwie. Geht alles noch ein bisschen besser. Aber ja, es geht natürlich immer besser. Ne? Das ist natürlich Strength. Hier, das Ding, wenn Strength und jetzt Constitution noch mit dabei wäre. Das wäre halt top, sag ich mal. Ne? Ja. Also zumindest den Ring, da würde ich ganz gerne beide Attribute. Strength, Intelligenz, nein, leider nein. Auch hier nicht genau das, was ich möchte. Intelligenz, nein. Ihr seht die Doppelattribute,
die knallen schon rein, wenn man da mal ein ordentliches Item findet. Ist das schon ganz nice. Okay, hier haben wir noch ein bisschen Glück mit dabei. Bevor wir gar nichts finden, nehmen wir das nochmal mit. Das war aber nochmal teuer vom Preis her tatsächlich, habe ich gerade gesehen. Ja, und dann würde ich mal sagen, den Rest verskillen wir einfach. Was haben wir? Basis 76. Okay, dann gehen wir noch ein bisschen auf Ausdauer. Bis 50 würde ich so sagen. So, und dann stecken wir den Rest hier rein. Genau, dann noch ein bisschen in Glück. Und dann haben wir uns noch ein bisschen hochgekämpft hier vom Dungeon her. Was haben wir hier? Plus 2. Okay. Können wir nichts großartig mit anfangen. Vielleicht geht der nächste auch noch hier. Komm her. Ja, nice. Stufe 17. Und der nächste noch. Ne, der nächste will nicht mehr großartig gehen hier. So, also Stufe 17 haben wir erreicht am Ende des Tages. Jetzt werden wir mal noch ein bisschen gucken, wie weit wir uns hochkämpfen. Wir sind auf 205. Wir gehen mal ein bisschen höher. Oh, hier wird schon knapp von den Kämpfen her. Können wir die hier überhaupt schon noch gewinnen? Das ist die Frage. Warte mal, gegen den habe ich eben gewonnen. Ne, jetzt nicht mehr. Ja. An den konnten wir uns jetzt noch ein bisschen hochfarmen, aber ist 50-50. Wo sind wir jetzt? 175 vom Rang her. Was haben wir? 22er SA. Okay, wir entweder hat das noch nicht ganz, wir sind jetzt wieder 205. Jetzt wollen sie wahrscheinlich alle hochkämpfen hier, denke ich mal. So, 22 Ränge gegaint. Den Breezox muss ich aus Prinzip nochmal angreifen einfach. Wo ist er hier? Da ist er. Ein Störartiger. Aber wir gucken mal, was er hier uns zu bieten hat hier. Als Druide. Ja. Mal gucken. Ja. Tut mir leid, Mr. Breezy. Störartiger, der aber auch ab und zu mal Eier schreit. Alles klar. So. Wo sind wir? 151. Aber es geht jetzt schnell. Es geht jetzt schnell vom Rang her. Und es ist ziemlich ausgeglichen hier. Das heißt, gegen die ersten Leute werden wir wahrscheinlich nicht großartig Erfolge feiern können. Ja. Gegen die verlieren wir nur noch hier oben. Also, wir sind ein bisschen hochgekommen, aber jetzt nicht allzu weit. Wir hatten jetzt aber auch nicht so viel Zeit gehabt. Jetzt innerhalb von dem Video hier, ne? Wir sind auf Stufe 187 hier oder auf Rang 187, aber wahrscheinlich schon wieder gedroppt. Und ja, ich glaube, wir haben jetzt soweit alles rausgeholt. Fehlt noch irgendwas hier? Achso, wir können noch hier Dings noch machen. Was ist das hier? Oh, okay. Da müssen wir nochmal die Waffe ablegen. Dann gehen wir nochmal runter. Okay, so weit runter geht's nicht. Dann greifen wir nochmal einen hier ohne Hand an. Dann können wir noch hier tatsächlich das Ding nochmal rausholen. Zack. So, und wir können noch unsere Arena-Angriffe machen hier. Und dann sind wir tatsächlich durch. Aber ich glaube mal, das wird mir hier auch kein Level-Up mehr bereiten. Ich denke mal, das wird soweit gewesen sein. Ja, da war eben der Breezy nochmal, den hätte ich nochmal angreifen können. Das hätte ich nochmal machen können. So, ich kämpfe jetzt auch aus einer Lage eines Kriegers. Jetzt muss ich mich ja auch ein bisschen umdenken hier. Sonst kämpfe ich immer aus der Lage eines Magiers oder so. Oder eines Battle Mages. Jetzt sind ja eher die Magier, die ich so ein bisschen versuchen kann abzufacken. Ja, so 2 Kämpfe noch. Die müsste ich noch gewinnen, um noch das letzte bisschen Erfahrung rauszuholen. Bringt mir nichts mehr. 9 und 10. So, dann haben wir hier soweit alles erledigt. 25er SA haben wir jetzt hier noch zum Ende rausgeholt. Und ja, im Prinzip bleibt mir jetzt eigentlich nichts weiter übrig, als hier nochmal die Pilze zu betten. Und da sind wir auch schon tatsächlich am Ende. Ja, vielleicht nochmal einen Gewinn. Jawohl, wir können uns hoch pushen. Jetzt auf 2. Und der letzte Pilz. Und das war's. Ja, ich unterstütze kein Glücksspiel an der Stelle. Ja. Keine Ahnung, was jetzt mein höchster Rang war. Aber war auf jeden Fall ein lustiger Server an der Stelle hier.
Ja, können wir die ersten hier oben, die haben wir einen 33er SA. Wir haben es jetzt 23:41 Uhr. Ne? Und ein paar Leute haben hier in der Zeit schon getryhardet. Natürlich auch viele Sachen bestimmt schon rausgefunden, ausgetestet, was es so für Bugs gibt. Ne? Und das war auf jeden Fall mein erster Eindruck zum Beta-Server. Ich bin ziemlich gespannt, was die Leute hier alles noch so rausfinden werden, um das Spiel besser in Zukunft zu machen und eventuelle Bugs dann auch für die grobe Spielerschaft dann zu vermeiden, ne, wenn die Updates dann live sind dann, ne? Und genau, dann soll es das auch soweit von mir heute hier gewesen sein. Ja, ich verabschiede mich auch nochmal hier an die Gilde. Es tut mir leid, vielleicht seht ihr das Video. Dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, dass es vielleicht eben der echte war oder vielleicht auch nicht. Ja, und genau, weil mein Name ist schon wieder geklaut worden. Aber der wurde mir auch nicht angezeigt hier tatsächlich. Muss ich schon wieder gelöscht haben. Naja, ist auch egal. Gut, das war es soweit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr hier auf dem Beta-Server startet oder einfach vielleicht just for fun was testen wollt oder so mit den Pilzen. Die stehen euch free zur Verfügung, also alles cool. Ne? Und das war es soweit von mir. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.